In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure Game Engine mit AI ready macht, um wirklich produktiv damit zu programmieren und auf echte Ergebnisse, die dauerhaft konsistent sind, zu kommen. Ein großes Problem, wenn wir mit AI arbeiten, ist es, dass wir eine konsistente Ausgabe bekommen und dass die KI auch unseren Anforderungen folgt. Also, dass wenn wir ein gewisses Schema haben in unseren Projekten, dass die KI auch dieses Schema reproduzieren kann und damit wieder arbeiten kann. Aber damit die KI auch versteht, was wir für ein Schema haben und wie wir arbeiten, müssen wir der KI natürlich auch mitteilen, wie wir arbeiten und anhand von ein paar Beispielen zeigen, wie wir möchten, dass die KI für uns arbeitet. Wie man das Ganze in einem neuen oder auch in einem bestehenden Projekt aufsetzt, was ihr alles dafür braucht, das zeige ich euch heute hier anhand von Unity. Natürlich könnt ihr das mit jeder beliebigen Engine machen, das ist nicht Unity abhängig, aber da ich eben am meisten Erfahrung in Unity habe, zeige ich euch das einfach in meiner Engine, mit der ich am besten umgehen kann. Aber zunächst, was brauchen wir? Natürlich brauchen wir erstmal Unity. Wir gehen jetzt Step by Step kurz alles durch und ich zeige euch, was ihr installieren müsst, falls ihr die Sachen noch nicht habt. Ansonsten könnt ihr überspringen und direkt an den Punkt, wo wir in Unity arbeiten. Zuerst natürlich brauchen wir in unserem Fall jetzt Unity, das kann aber jede beliebige andere Engine sein. Wenn ihr Unity installiert habt, das gibt es kostenlos, dann braucht ihr noch eine IDE. Dafür gibt es verschiedene Optionen, das hängt ganz von euren Präferenzen ab. Rider könnt ihr kostenlos kriegen inzwischen, das könnt ihr einfach bei chatbrains.com, die Links sind übrigens alle in der Videobeschreibung unten, einfach downloaden. Wenn ihr dann Rider auch installiert habt, gehen wir weiter zu Git. Ihr braucht einmal Git selbst, damit ihr im Terminal auch Git-Befehle ausführen könnt. Und wenn ihr das Ganze dann nochmal für euch einfacher lesbarer haben wollt, also wenn ihr jetzt mit Git nicht so bewandert seid, dann holt euch am besten noch GitHub Desktop. Da habt ihr das Ganze dann übersichtlich und könnt auf die Sachen selber besser eingehen. Ihr seht sofort, was für Veränderungen gemacht worden sind und könnt das eben Step by Step durchgehen und auch eure eigenen Commit-Messages einfacher schreiben, wie wenn ihr das alles übers Terminal machen müsst. Als nächstes installieren wir Claude Code. Das braucht ihr nicht unbedingt, also ihr braucht nicht unbedingt Claude Code. Es gibt Alternativen dazu. Es gibt Open Code zum Beispiel oder von Kilo, gibt es den Kilo Agent und gibt da verschiedene Alternativen. Aber inzwischen könnt ihr bei Claude Code auch andere LLMs anbinden. Also zum Beispiel könnt ihr das LM Studio anbinden. Das zeige ich euch auch in diesem Beispiel. Deswegen installieren wir jetzt in diesem Fall Claude Code. Auch das könnt ihr einfach über diesen Befehl installieren. Dazu öffnet ihr einfach die PowerShell und gebt den Befehl ein. Wenn das nicht sofort klappt, habe ich euch noch für euch den alternativen Link. Hier ist ein PowerShell-Skript. Das Skript könnt ihr euch einfach downloaden und dann mit Doppelklick ausführen. Das macht nichts anderes, außer Claude Code zu installieren und dann eben die Environment-Variablen richtig zu setzen. Sollte das erste nicht direkt funktionieren. Wenn ihr dann soweit seid, könnt ihr noch LM Studio downloaden. Wie gesagt, auch hier gibt es verschiedene Anwendungen, was ihr downloaden könnt. Ihr könnt Olama benutzen, LM Studio. Das spielt erstmal keine Rolle, aber ich möchte euch eben den Einstieg zeigen. Und hier ist LM Studio eine wirklich einfache Lösung, weil ihr auch da wieder ein super übersichtliches UI habt. Ihr könnt sehr viel einfacher einstellen wie bei Olama und seid da ein bisschen freier, auch was die Modellwahl angeht. Zuletzt noch, aber das machen wir gleich gemeinsam, können wir hier noch den Unity MCP Server installieren. Das ist kein Muss und für alle, die jetzt nicht wissen, was ein MCP-Server ist, das ist im Endeffekt eine Schnittstelle, ein kleines Tool, was die KI sagt, wie sie Dinge ausführen kann oder soll. Warum ist das wichtig jetzt in unserem Fall bei Unity? Weil es gewisse Sachen gibt, die die KI nicht einfach so anlegen sollte. Also zum Beispiel Game-Objekte oder so, wenn die einfach so angelegt werden, dann ist da keine richtige GUID drin etc. Und damit das eben wirklich über die Engine selbst funktioniert, also dass Unity das anlegt, dafür gibt es eben diesen MCP-Server. So, das waren jetzt eine Menge Sachen zu installieren. Zunächst einmal starten wir mit dem Unity Hub. Wenn ihr den Unity Hub das erste Mal öffnet, habt ihr wahrscheinlich noch kein Unity installiert. Da könnt ihr links einfach auf Install gehen und könnt sagen Install Editor hier rechts oben. Und dann könnt ihr hier eine Version auswählen. Ich würde empfehlen, immer die LTS-Version zu nehmen. Das wird auch hier von Unity empfohlen. Und dann seid ihr immer, was Updates angeht, auf dem besten Stand. Okay, wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr unter Projects ein neues Projekt anlegen und hier kommt es jetzt darauf an, was ihr wollt. Ich würde empfehlen, dass ihr am Anfang einfach auf Core klickt und da könnt ihr ein Core-Projekt auswählen. Das bedeutet, bei den Sample- oder bei den Learning-Sachen sind immer ganz viel Stuff drin, den ihr später nicht mehr braucht. Das ist gut, um es mal anzugucken, aber wenn ihr wirklich damit arbeiten wollt, solltet ihr einfach ein Core-Projekt nehmen. Und dann ist die Frage 2D, 3D. Das spielt jetzt erstmal nicht so die große Rolle, denn das ist einfach die Render-Pipeline, die geändert wird. Also ihr könnt jetzt, wenn ihr 3D wählt und macht dann später 2D, könnt ihr das jederzeit noch problemlos ändern. Das sind nur ein paar Settings. Genau, wenn ihr das getan habt, dann klickt ihr einfach, also gebt ihr einen Namen dem Ganzen und dann klickt ihr einfach auf Create Project. Wir haben das jetzt in unserem Fall schon gemacht und haben hier auch ein Projekt schon vorhanden. Das ist jetzt relativ leer und damit starten wir jetzt.
Und jetzt schon die paar ersten wichtigen Hinweise. Wenn ihr ein neues Projekt habt, das ist egal, ob ihr mit KI arbeitet oder ob ihr selber arbeitet, alleine oder in einem Team, die wichtigsten Punkte sind immer Naming und Struktur. Warum? Weil ihr nur so auf Dauer gewährleisten könnt, dass ihr noch wisst, was wofür genau gedacht ist. Wenn ihr jetzt noch wisst, dass Variable 1, 2, 3 und Item 14, was genau das ist, dann ist das schön und gut, aber in 2 Wochen oder 2 Monaten wisst ihr das nicht mehr und KI geht es genauso. Das größte Problem bei KI ist immer das Gedächtnis, also Memory. Deshalb versuchen wir alles so einfach, so strikt, so gleichbleibend wie möglich zu machen. Und um euch gleich an unserem vergangenen Erfahrung partizipieren zu lassen, haben wir die Coding Guidelines, findet ihr auch in der Download-Beschreibung, einmal für euch bereitgestellt. Und da habt ihr die gröbste Übersicht oder das, wie man ein Projekt aus unserer Perspektive ziemlich gut aufbaut. Ganz wichtig, es gibt hier kein Perfekt, es gibt kein Optimal. Das ist immer so ein bisschen abhängig, wie ihr entwickelt, was für Strukturen ihr selbst haben wollt. Aber das ist das, was sich für uns bisher am besten bewährt hat. Das erste, was wir also tun in einem neuen Projekt, bevor wir irgendwas anders machen, ist unter Assets hier unten, rechte Maustaste, Create. Und hier machen wir einen Folder. Und den nennen wir einfach Documents. Und in diesen Documents packen wir unsere Dokumente rein. Also alles, was wichtig ist für uns, also was wir haben wollen, woran wir uns orientieren sollen. Oder auch für die KI. Das hat den einfachen Vorteil, wenn wir das direkt in diese Struktur hier reinpacken, dann können wir nachher sagen, hey, guck mal im Ordner Documents, da gibt es ein Dokument, das heißt Coding Guidelines, nutzt das bitte, um Code zu schreiben. Was wir jetzt brauchen, ist in diesen Documents-Ordner eine Markdown-Datei, also das sind unsere Coding Guidelines, die wir da jetzt reinschreiben wollen. Das geht leider im Unity-Editor nicht direkt, also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir in unserem Fall klicken jetzt einfach rechte Maustaste auf diesen Ordner und sagen das Ganze Show in Explorer. Was wir jetzt sehen, ist eine Übersicht unserer Ordner, wo wir gerade sind in unserem Projekt. Und hier haben wir den Documents-Ordner. Hier klicken wir einfach doppelt drauf, dann sind wir im Ordner drin, rechte Maustaste, neu und sagen ein neues Textdokument. Und das nennen wir jetzt einfach codingguidelines.md. Und er fragt dann, ob wir das wirklich verändern wollen, dann sagen wir ja. Solltet ihr die Textendung hinten nicht angezeigt bekommen, könnt ihr oben auf Anzeige und einblenden. Und hier habt ihr Dateinamen Erweiterung. Das müsst ihr anhaken, denn sonst verändert er nicht wirklich das Textdokument, sonst ist es bloß ein Teil des Namens. So öffnet er jetzt das Textdokument als Markdown oder behandelt es als Markdown-Datei. Die Datei ist nun leer. Die können wir jetzt einfach öffnen. Wir machen das jetzt hier der Einfachheit halber mal mit dem Editor, aber das könnt ihr mit jedem beliebigen Editor ändern. Und nehmen einfach mal unsere Markdown-Datei und kopieren die hier rein. Ich zeige euch auch gleich, wie die Datei ausschaut und was da alles drin steht. Das ist jetzt einfach nur, dass wir diese Datei hier haben. Das Ganze speichern wir, dann können wir das wieder schließen und hier ist unsere Coding Guideline Datei. Wir öffnen nochmal den Explorer oder bleiben einfach drin, wenn wir gerade schon da waren und sind jetzt hier in dieser Überstruktur. Also wir sind jetzt in unserem Assets-Ordner. Es gibt jetzt verschiedene Methoden, wie ihr mit Unity und mit KI umgehen wollt. Also ihr könnt jetzt Claude Zugriff auf das komplette Projekt geben, also auch auf die Plugins etc. Ich würde aber empfehlen, dass ihr gerade am Anfang, wenn ihr noch nicht so viel mit dem Unity-Projekt selbst, also wenn ihr noch nicht im Bildprozess seid und damit noch nicht so viel arbeitet, dass ihr das direkt aus dem Assets-Ordner macht. Also dass ihr eure KI in dem Assets-Ordner als Root-Verzeichnis, dass ihr das benutzt. Ihr könnt immer noch nach oben hin ausbrechen, das funktioniert auch mit KI, aber für die Einfachkeit halber erstmal in diesem Ordner bleiben. Wir klicken jetzt also hier rechte Maustaste und sagen einfach in Terminal öffnen. Ersatzweise könnt ihr auch einfach im Terminal zu dem jeweiligen Pfad hingehen. Was wir jetzt tun, ist einmal, dass wir Claude Code öffnen. Das heißt, wir schreiben einfach Claude, warten einen Moment und dann öffnet sich der Claude. Wenn ihr ein Abo habt, also wenn ihr das erste Mal startet, dann könnt ihr euch anmelden, entweder mit dem API-Key oder über ein Abonnement. Das gibt es bei Claude und fängt, glaube ich, bei $20 an, also so 18 € im Monat fängt das an. Jetzt mal Real Talk an der Stelle. Wenn ihr KI benutzt und das läuft über irgendeinen externen Server, was es wahrscheinlich bei den meisten tun wird, dann ist ein großes Problem die Sicherheit und die Daten. Nicht umsonst wurde schon ganz, ganz oft API-Keys geleakt oder API-Keys einfach in irgendwelchen Datenbanken gefunden. Erstmal lustig für Außenstehende vielleicht, weil man sich denkt, oh, wie können die so blöd sein, ihre API-Sachen da einzugeben. Aber wenn ihr zum Beispiel Environment-Variablen-Dateien habt, für die nicht wissen, was das sind Dateien, in denen ihr eure Variablen, also zum Beispiel Secret Keys, API-Keys etc. reinschreibt. Die sind immer nur lokal eigentlich auf dem System, auf dem man arbeitet. Die pusht man nicht bei Git. Das Problem ist, wenn ihr mit KI genau in diesem Repository arbeitet, also genau in diesem Projekt arbeitet, wo diese Datei liegt, mit echten Werten, dann habt ihr diese Sachen schon verarbeitet in der KI. Und da müsst ihr wirklich aufpassen. Es gibt Sachen, die sind kein Problem, wenn ihr die mit normaler AI bearbeitet, also mit Claude Code oder mit OpenAI,
Das spielt keine Rolle, weil ihr da einfach generische Daten habt, also gewisse Projektstruktur etc. Aber sensible Daten, da muss man wirklich aufpassen. Dazu schauen wir uns auch gleich das lokale Model oder die lokalen Models an, aber das hängt natürlich sehr stark von eurer Hardware ab. Ein paar Hinweise hier allgemein zum Prompten. Wichtig wäre, dass ihr möglichst viel in Englisch schreibt. Ja, Multilanguage ist schon relativ gut bei den verschiedenen Modellen, gerade bei Opus 4.6 ist das schon relativ gut, aber ganz viel wird noch von den Modellen im Hintergrund auch in Englisch gedacht. Also die Qualität der Ausgabe ist, wenn ihr in Englisch schreibt, um eine ganze Ecke, also eine betrachtliche Ecke, höher, wie wenn ihr auf Deutsch oder auf anderen Sprachen schreibt. Einer aus unserer Sicht wichtigsten Punkte, wenn ihr promptet ist, gebt Akzeptanzkriterien mit. Also gerade wenn ihr größere Aufgaben habt, sagt einfach, hey, das ist fertig, wenn das und das und das und das erledigt und sichergestellt ist. Also als Beispiel, wenn ihr auf einen Button drückt, dann soll ein gewisses UI-Fenster geöffnet werden. In diesem UI-Fenster sollen die Daten vom Server geladen werden. Wenn die Daten geladen werden sollen die responsive angezeigt werden, je nachdem, ob ich auf Mobile oder auf Desktop bin. Das werden jetzt so Akzeptanzkriterien natürlich noch ein bisschen genauer ausgeschrieben, aber so um den Dreh könnt ihr sicherstellen oder zumindest die Ausgabequalität um ein Vielfaches erhöhen. Und noch ein letzter Tipp hier an dieser Stelle. Wenn ihr größere Tasks habt, könnt ihr vorher verschiedene Skills benutzen. Als Beispiel die Superpowers und vor allem Brainstorming bzw. das Planning-Feature. Denn dann könnt ihr vorher mit eurem AI-Agent nochmal durchgehen, was genau wollt ihr eigentlich, hat er euch auch wirklich richtig verstanden und wie wollt ihr das Ganze umsetzen. Und erst wenn ihr geplant oder gebrainstormt habt, dann mit dem, was da rauskommt, mit diesem Output, mit dem könnt ihr dann arbeiten. So ist euch eigentlich garantiert, dass ziemlich gute Ergebnisse rauskommen, vorausgesetzt ihr könnt halbwegs validieren, was euer Agent euch da überhaupt vorschlägt. Um unseren Agent die erste Aufgabe zu geben, können wir ihm jetzt erstmal sagen, er soll eine Ordnerstruktur für uns in unserem Assets-Ordner erstellen. Das machen wir relativ einfach, indem wir ihm sagen, in den Coding Guidelines gibt es einen Abschnitt mit der Ordnerstruktur und diese Ordnerstruktur soll er jetzt bitte in unserem Projekt erstellen. Der große Vorteil an so Coding Guidelines ist nämlich, dass ihr genauso eben eine Ordnerstruktur in jedem Projekt immer wieder gleichwertig erstellen könnt, ohne dass ihr das jedes Mal per Hand machen müsst. Je nachdem, was ihr für eine Struktur habt, je nachdem, ob ihr vielleicht schon Template-Dateien habt, auch die könntet ihr ja dann referenzieren in euren Coding Guidelines, spart ihr euch so eine Menge Arbeit initial beim ersten Schritt in das Projekt. Okay, was wir ihm hier sagen, ist, dass er eigentlich nur die Dokumenten-Guidelines lesen soll. Und wenn er die gelesen hat, dass wir da drin einen Abschnitt haben, der eben diese Ordnerstruktur vorgibt und diese soll er dann noch bitte erstellen. Was ich hier noch angehangen habe, und das ist relativ wichtig, wenn ihr einfach nur eine Ordnerstruktur erstellt, also einen leeren Ordner, dann könnt ihr den nicht einfach bei Git pushen. Das gibt immer ein Problem, ein leerer Ordner kann nicht gepusht werden. Deswegen soll er einfach leere Dateien in diese jeweiligen Ordner reinlegen. Die können wir dann rauslöschen in dem Moment, wo wir selber Dateien reinlegen. Aber die brauchen wir für den initialen Push, sonst funktioniert das nicht. Wenn wir das getan haben, drücken wir einfach Enter und lassen ihn jetzt mal machen. Zwischendrin werdet ihr immer wieder von Claude Code gefragt, hey, darf ich etwas tun? Kann ich das machen? Jetzt gibt es verschiedene Antwortmöglichkeiten. Die eine ist einfach zu sagen, ja, das ist dann temporär genau für diese Situation. Ja, in dieser Situation darf er das machen. Oder wir sagen, ja, du darfst es auch weiterhin in dieser Session, in der wir uns gerade befinden, machen. Wir sagen ihm jetzt ja und er darf das weiterhin machen. Diese Abfragen kann man umgehen. Ob ihr die umgehen solltet, ist rein euch überlassen. Es heißt auch Dangerously Skip Permissions. Also da müsst ihr aufpassen, denn wenn ihr das überspringt, kann sein, dass er zum Beispiel Sachen löscht ohne Abfrage, dass er Sachen kopiert, dass er in Ordnerstrukturen reingeht, ohne dass euch das Ganze fragt. Wir werden das jetzt nicht einsetzen, denn für mich ist es erstmal wichtig, dass ihr lernt, mit der AI umzugehen und das in eurem Projekt vernünftig darzustellen. Wichtigste überhaupt immer ist, ihr müsst validieren, was euer Agent sagt. Wenn ihr das nicht validieren könnt, dann solltet ihr euch die Informationen holen oder fragt den Agent einfach, ihr habt ihn ja hier sitzen. Wenn er etwas macht und ihr wisst nicht, was er tut, oder er fragt euch, was darf ich was nicht, etc., dann könnt ihr jederzeit einfach sagen, so hey, gefällt mir nicht oder ich finde es komisch, was genau tust du da, warum tust du das, brauchen wir das überhaupt? Erstens beugt das vor, dass der Agent irgendwas macht, was sinnfrei ist, weil spätestens dann, wenn er nochmal drüber nachdenken muss und eine Lösung präsentiert oder euch präsentiert, warum er das Ganze tut und er hätte jetzt Mist gebaut, dann merkt er selber, oh, ich hätte jetzt eigentlich Mist gebaut und dann korrigiert er das Ganze. Wie wir sehen, ist er jetzt auch fertig mit dem Ganzen. Er zeigt uns jetzt, dass er hier eine Ordnerstruktur angelegt hat. Und dann gucken wir mal, ob er das wirklich gemacht hat. Unity aktualisiert immer, wenn ihr im Editor seid. Das heißt, ihr müsst einmal reinklicken. Schaut schon mal ganz gut aus. Wir haben jetzt hier in den Assets einen Project-Folder. Und wir haben hier unsere verschiedenen Ordner unten drunter, unsere Ordnerstruktur. Okay, ziemlich unspektakulär, aber das war jetzt der erste Einsatz von Claude für uns.
Was wir jetzt tun, ist einmal wieder aus Claude rausgehen. Das heißt, wir tippen einmal /exit. Und jetzt starten wir das Ganze mal mit unserem lokalen Model. Dazu brauchen wir erstmal ein lokales Model. Wer hätte das gedacht? Habt ihr LM Studio runtergeladen und wollt ein lokales Model einsetzen, dann zeige ich euch das hier. Wenn nicht, könnt ihr den Part einfach überspringen. Wir öffnen also unser LM Studio, das ihr ja vorhin installiert haben solltet, wenn ihr das denn braucht. Und jetzt gibt es hier die Möglichkeit, auf der linken Seite Model Search zu machen. Wenn man hier oben nichts eingibt, dann sieht man immer die aktuell beliebtesten Models. Wir sehen jetzt hier das Qwen 3.5 9B Model ist zum Beispiel eins der aktuell beliebtesten. Was ihr hier ungefähr seht, also schon mal eine grobe Einschätzung, das Model selbst ist 22 GB groß. Er sagt mir jetzt hier, das passt zum Teil in mein GPU-Memory. Ich habe hier aktuell eine 3080 drin mit 10 GB RAM. Ich behaupte, das passt zu einem Drittel vielleicht rein. Es ist immer mehr, wie hier steht, braucht ihr im VRAM. Das kommt immer auf eure Settings an, aber ihr könnt ruhig sagen, 1,5 mal das, was hier steht. So viel VRAM braucht ihr, damit ihr das laden könnt, wenn ihr halbwegs vernünftige Settings habt, dass ihr damit auch arbeiten könnt. Wir hätten auch die Auswahl von dem 3.5, also Qwen 3.5 9B. Und da seht ihr schon, das ist deutlich kleiner. Ne? Das hat nur 6,55 GB. Wichtig, je kleiner die Models, desto schlechter sind die natürlich. Aber das stimmt jetzt nicht ganz. Es kommt natürlich darauf an, welche Generation an Models und so weiter. Aber im Regelfall geht das in diese Richtung. Was hier noch geht, also wir können ja dann einfach Suchbegriffe eingeben. Ihr könnt online gucken, der LM Arena, was aktuell die besseren Models sind oder die besten Models sind, gerade für Coding auch. In unserem Fall habe ich jetzt einfach das Qwen 3.5 4B genommen, weil es ziemlich schnell ist und für unseren Test hier vollkommen ausreichen soll. Wenn ihr ein Model also runtergeladen habt, habt ihr die Möglichkeit über Load Model, ich schmeiße das hier mal raus nochmal, Load Model, zu sagen, ich möchte jetzt eins dieser Model laden. Wir haben jetzt hier das 9B von gerade, wir haben aber auch hier das 4B. Wir nehmen jetzt das 4B, weil wie gesagt, das ist schneller und ich nehme hier gleichzeitig auf, dann habe ich ein bisschen Reserven. Dann könnt ihr hier ein paar Sachen einstellen und ihr seht hier oben schon, er predicted, wie viel Speicher ungefähr im VRAM braucht. Wichtig ist, wenn ihr wollt, dass es schnell läuft, dann braucht ihr das in der GPU, also dieser GPU-Offload hier unten, der ist relevant. Wenn es 32 geht, also immer bis ganz rechts ziehen, so weit nach rechts wie möglich. Achtet aber hier oben auf den GPU-Speicher. Ihr seht jetzt, wenn ich das runterziehe, braucht er deutlich weniger GPU-Speicher. Den insgesamt Speicher braucht er trotzdem. Das lagert er dann auf den Arbeitsspeicher aus. Wenn das volle Model nicht in die GPU passt, ist das ganze Model sehr viel langsamer. So, wir ziehen das also mal ganz hoch, deswegen haben wir extra das kleine Model genommen. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar haben wir hier die Kontextlänge. Das sind die Tokens, von denen man immer redet. Und 4096 Tokens sind für ein Thinking Model, das hier ist ein Thinking Model, das heißt, das denkt nach, wirklich nicht viel. Deshalb habe ich jetzt auch das kleinere Model genommen und jetzt ziehen wir die einfach mal hoch und gucken oben immer auf diese GPU-Anzeige. Und wir sagen mal, wir wollen so 8 GB können wir hier machen, dann haben wir noch ein bisschen Reserven. Wie gesagt, 10 hat meine GPU, ungefähr 8. Es braucht meistens ein bisschen mehr, gerade im Peak, wenn man damit kommuniziert. Aber jetzt sehen wir haben schon 56.000 Tokens. Also das ist ja ein Vielfaches mehr, wie wir gerade eben haben. Und jetzt können wir noch CPU Thread Pool Size, können wir noch hochziehen oder nicht. Wir lassen das jetzt hier einfach in diesem Fall, weil ich ja nebenbei noch andere Sachen mache, also aufnehmen etc. Die anderen Settings sind sehr individuell auf das, was ihr tut. Wichtig ist eventuell hier unten noch die Quantisierung. Also das heißt, ihr könnt das Model nochmal die Berechnung nochmal abrunden sozusagen. Dadurch braucht es deutlich weniger Speicher. Aber wir haben schon nur ein 4B-Modell, also ein relativ kleines Modell. Und das würde das Ganze nochmal deutlich verschlechtern. Was ihr jetzt machen könnt, ist sagen, Remember Settings. Und dann behält er die Einstellungen auch wenn ihr das dann eben über die API zum Beispiel ansprecht, was wir gleich machen werden. Und dann sagen wir Load Model. Jetzt dauert es ein Momentchen, der lädt das Model, ist ein relativ kleines Model, geht also flott. Wenn der hier abbricht, dann liegt es daran, dass irgendwas entweder falsch eingestellt ist, also dass ihr zum Beispiel zu wenig Speicher habt etc. Dann könnt ihr einfach mal diesen GPU-Slider hier nach unten ziehen und könnt dementsprechend weniger Speicherplatz in eurer GPU festlegen. Dann könnte es sein, dass es dann wieder funktioniert. Wenn nicht, Fehlermeldung lesen und Claude oder andere AI fragen, woran es liegt. Um das Ganze zu testen, könntet ihr hier oben auf den Chat gehen und könnt schon mal chatten. Wir wissen aber, dass es funktioniert, da vertraut ihr mir jetzt einfach und deswegen können wir das Ganze jetzt hier in unserem Claude Code schon benutzen. Wichtig ist, wir müssen jetzt ja Claude Code irgendwie sagen, hey, benutze bitte das lokale LLM. Achso, da könnten wir vielleicht noch an der Stelle reingucken. Ihr seht hier, wenn ihr auf das Server-Symbol klickt, dass wir hier oben Status Stop noch haben. Den müssen wir anschalten. Das heißt, wir haben den Server
aktiviert. Bedeutet, jetzt können wir von außen auf LM Studio zugreifen, also von außen im Sinne von unserem Gerät, also außerhalb von LM Studio auf LM Studio zugreifen und können dementsprechend damit arbeiten. Unter Server-Settings gibt es nur noch verschiedene Settings, also wir können zum Beispiel sagen, dass es ein Token gibt oder ein Token-Limit. Wir können den Port festlegen, falls der Port schon belegt ist aus irgendeinem Grund. Und was eventuell noch wichtig ist, wenn ihr extern das LM Studio habt, also zum Beispiel auf einem Mac Mini laufen habt oder so, dann müsst ihr sagen Serve on Local Network. Und dann müsst ihr das einmal zulassen hier in unserem Fall, weil das Windows ist. Und jetzt gibt er euch eine IP-Adresse, über die wir dann auf dieses Gerät zugreifen können. Also das heißt, jetzt können wir zum Beispiel von jedem anderen Gerät, was in unserem lokalen Netzwerk ist, auf dieses Gerät zugreifen. Vorausgesetzt, es ist keine Firewall oder so im Weg, aber der Server lässt es jetzt eben zu und dann können wir dementsprechend damit kommunizieren. In unserem Fall brauchen wir das nicht. Ich lasse das aus. Das reicht vollkommen. Und jetzt haben wir auf jeden Fall unseren Server. Wir können die IP-Adresse kopieren oder ihr nutzt die Commands, die wir unten in der Videobeschreibung stehen haben, um das Ganze einzurichten. So, jetzt aber hierher und jetzt gibt es zwei verschiedene Sachen, wie wir das Ganze aufrufen können. Also was wir wissen ist ja, mit dem Command Clone öffnen wir Clone-Code. Was wir jetzt aber tun können, ist entweder wir öffnen es temporär mit unserem LM Studio oder wir richten das gleich fest ein, sodass wir jedes Mal, wenn wir Clone öffnen, auch tatsächlich mit dem LM Studio öffnen. Um in PowerShell die Environment-Variable zu setzen, gibt es verschiedene Methoden. Wir nehmen hier eine, wo wir direkt die Environment-Variable auf einen gewissen Wert setzen, für allgemein den User, auf dem wir uns gerade befinden, also für den Windows-User, in dem wir uns gerade befinden. Wie gesagt, wenn ihr da in einem anderen OS unterwegs seid, also auf Mac oder auf Linux, fragt einfach AI oder schreibt einfach in die Kommentare, dann poste ich euch das, was ihr für das jeweilige Betriebssystem braucht. Hier in dem Fall sagen wir jetzt, wir setzen die Environment-Variable und die heißt Anthropic Base URL. Und hier haben wir einmal den Localhost, weil wir LM Studio ja gerade bei uns laufen haben. Und der Port 1234 ist auch der Port, den wir gerade ausgewählt haben. Wenn ihr das Ganze zum Beispiel auf einem Mac Mini oder irgendeinem anderen Gerät in eurem Netzwerk laufen habt, müsst ihr natürlich da die jeweilige Adresse angeben und den jeweiligen Port, den ihr dafür eingetragen habt. User steht hier nur dafür, dass wir für unseren aktuellen User machen. Da drücken wir einmal Enter, dann ist die Variable eingegeben. Jetzt haben wir noch eine zweite Variable. Das ist hier der Auth-Token. Theoretisch haben wir kein Auth-Token in dem Fall, also wenn wir es defaultmäßig installieren. Deswegen geben wir da einfach random irgendeinen Wert ein, also hier in dem Fall LM Studio, drücken da auch einmal Enter und damit ist das Ganze gesetzt. Wenn wir jetzt das Ganze starten wollen, dann können wir hier, wichtig ist, wir müssen die PowerShell einmal schließen und können die dann neu öffnen. Wir gehen einfach wieder in den Ordner, sagen wieder rechte Maustaste und sagen wieder in Terminal öffnen. Jetzt haben wir das Terminal einmal neu geöffnet. Das ist, damit er die Environment-Variable noch wirklich benutzt. So, und wenn wir jetzt Cloud nutzen, wir starten einmal. Er zeigt jetzt noch an, dass uns das, welches Model er gerade benutzt. Das stimmt jetzt in diesem Fall nicht, weil wir die anderen Variablen drin haben. Das können wir gleich prüfen. Wir machen jetzt nebenbei noch das LM Studio auf, leeren einmal hier unten den Log. Also wenn ihr auf Server seid, könnt ihr unten die Logs sehen. Und jetzt können wir verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel, wir fragen jetzt auch einfach mal ganz gezielt auf Deutsch, weil es ja ein kleines Model, da kann man die so ein bisschen testen auch noch. Kannst du mir sagen, was die wichtigsten Punkte aus den Coding Guidelines hier sind? Und jetzt schauen wir unten zu. Wir sehen jetzt schon, dass relativ viele Prompts rausgeschmissen werden. Also hier sehen wir, dass relativ viel passiert. Und jetzt fängt er an zu generieren. Was wir hier vor allem direkt sehen, ist, dass das Ganze jetzt mit dem lokalen Model schon läuft. Je besser euer lokales Model, desto besser funktioniert das natürlich und desto schneller ist das Ganze auch. Wir sehen jetzt hier auch, er befindet sich gerade noch im Thinking und sehen jetzt hier unten, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber er läuft hier durch und prozessiert ein Task nach dem anderen durch, solange bis er uns auf unsere Frage beantworten kann. Wir nutzen die keine Zwangspause, während er versucht, das durchzuprozessieren, was da eigentlich Sache ist mit den Coding Guidelines, um noch auf ein paar Punkte anzusprechen. Das eine ist, wenn ihr von Anfang an in dem Projekt arbeitet, also mit AI, ganz wichtig, eigentlich auch wieder unabhängig von AI, sondern einfach wichtig in Projekten, nutzt von Anfang an GitHub. Oder es gibt Alternativen dazu, also gerade in Unity gibt es ja Plastic SCM bzw. Unity-Versionierung und das geht auch. Ich würde trotzdem empfehlen, dass man bei dem allgemeinen Standard bleibt und das ist nun mal Git bzw. GitHub. Und da könnt ihr von Anfang an direkt versionieren und das Ganze Stück für Stück dann so aufbauen und dann kann auch gar nicht so viel schief gehen. Noch ein allgemeiner Tipp, der mir früher sehr viel geholfen hat. Ich wusste früher mal nicht, wann genau committe ich und habe dann irgendwie nie richtig committed oder am Ende des Tages committed und dann waren dann 3 Tasks erledigt, einer war noch halb erledigt und deshalb war ich mir nie so sicher, was das richtige Verhalten ist beim Committen. Ein ganz einfacher Trick, den mir jemand verraten hat oder jemand, der schon länger mit Git gearbeitet hat, wie ich zu dem Zeitpunkt war: Jeder Task, den du machst, ist einfach ein Commit.
Du überlegst dir einfach vorher, was ist mein Task, versuchst in einem Satz zu beschreiben, dann hast du nämlich automatisch deine Commit-Message, zumindest schon mal grob, und du hast automatisch den Kontext, in dem du eben das Ganze abgreifen willst. Noch wichtig dazu ist, wenn ihr mit AI arbeitet, lasst AI nicht direkt committen. Also ein Commit geht auf einem extra Branch, aber er soll immer einen Pull-Request erstellen. Ganz kurz zu Pull-Request. Ein Pull-Request ist nichts anderes wie, wenn jemand eine Veränderung gemacht hat, egal ob AI oder Mensch, der hat eine Veränderung gemacht und möchte dann euch die Veränderung anbieten sozusagen, um die auf einem Branch, also auf eine Entwicklungsebene sozusagen, raufzuheben und ihr könnt vorher das Ganze gegenprüfen. Das heißt, ihr habt dann in GitHub eine Information, so hey, es gibt einen Pull-Request, dann könnt ihr euch den Pull-Request anschauen, also genau, welche Datei wurde wie verändert, was wurde gemacht oder hinzugefügt oder weggenommen und dann könnt ihr selbst entscheiden, passt das Ganze oder nicht. Das Coole dabei ist, ihr könnt auch diesen Branch einfach wieder oder diesen Pull-Request einfach wieder von AI prüfen lassen und könnt dann gucken, gibt es vielleicht irgendwelche auffälligen Fehler etc. Das würde ich grundsätzlich sowieso empfehlen, also wenn ihr jetzt nicht tokengebunden seid, das heißt, wenn ihr einfache lokale Models habt oder wenn ihr in einem Abo drin seid und ihr habt noch Token oder Usage übrig am Ende des Monats oder am Ende der Session, dann könnt ihr das immer benutzen, um euch einfach kurz Reports schreiben zu lassen, so hey, gibt es auffällige Fehler etc. oder einfach die Dokumentation voranzutreiben. Nun haben wir auch eine Ausgabe. Jetzt können wir mal nach oben scrollen. Was gibt er uns für Informationen? Hier sind die wichtigsten Punkte aus der Unity Coding Guidelines. Erstmal die Architektur ist aufgelöst. Dann haben wir hier unseren Mono Behavior Lifecycle, also das ist das von Unity eben, wie das Ganze funktioniert, App, Class etc. Das ist schön, dass uns das Ganze auflöst und auch ganz wichtig an der Stelle, wenn ihr diese Coding Guidelines von uns für euer Unity-Projekt benutzt, fragt euch die KI, was ist gut daran, was ist schlecht daran, sagt vielleicht, was ihr damit vorhabt, was ihr damit gerne umsetzen wollen würdet und ob das Ganze für euch gut ist, passt oder ob ihr vielleicht was ändern sollt. Oder auch, wenn ihr irgendwas nicht versteht in den Coding Guidelines, fragt einfach danach. Natürlich könnt ihr jederzeit auch uns fragen. Das soll jetzt nicht kein Abwälzen sein, dass ihr nur noch die KI fragen sollt. Aber genau das möchte ich eben damit, dass ihr lernt, damit umzugehen. Denn das Allerwichtigste ist und bleibt immer, ihr müsst validieren, was da hinten rauskommt. Für kleine Projekte, also wenn ihr in Anführungsstrichen nur eine Website machen wollt, die keinen Input hat etc., also wo es keine sensiblen Daten gibt, wo es keine Special-Funktionen gibt, dann ist die Validierung ja meistens nur optisch, beziehungsweise einfach nur so ein, ja, passt, finde ich gut, Text ist okay. Aber wenn ihr was Technisches macht, etwas, was drüber hinausgeht, auf eurem eigenen PC zu laufen, also etwas, was online steht oder ein Spiel, das ihr vielleicht zum Download anbietet oder noch mehr, besser etwas, was sensible Daten verwaltet etc., dann solltet ihr alles, was passiert, auch validieren können. Bedeutet nicht, dass ihr jede Zeile Code lesen können müsst. Das bedeutet aber, dass ihr zumindest seht, oh, guck mal, der hat meine Login-Daten im JavaScript auf der Website gespeichert. Das ist vielleicht nicht so gut. Oder guck mal, wir können einfach bei SQL eine Injection machen und dementsprechend ist jedes unserer Inputfelder angreifbar. Das sind so Punkte, ihr müsst zumindest wissen, dass es so etwas gibt, um dann zumindest mit AI das Ganze prüfen zu können oder auch von anderen das Ganze prüfen zu lassen, um dann eben sicher zu gehen, dass ihr nicht in diese Fallen oder Probleme reinlauft. Und dann hier auch mal der Aufruf an alle, die gerade entwickeln lernen oder die schon entwickeln oder länger dabei sind und einfach den Austausch suchen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auch unseren Discord-Link. Ihr seid gerne dazu eingeladen, jederzeit reinzukommen. Wenn Leute da sind, sind sie da. Kommuniziert einfach, sprecht uns an, sprecht vor allem mich an und wir sind immer hilfsbereit eigentlich. Wir sind immer gerne da, sprechen mit euch über eure Projekte, bisschen Erfahrungen austauschen, was auch uns immer gut tut. So lernen wir alle voneinander. Einen wichtigen Punkt, den wir jetzt hier auch sehen, unabhängig dessen, dass er das Ganze verstanden hat, er konnte uns auf Deutsch antworten und er hat es relativ flott gemacht, also insgesamt hat es jetzt 1 Minute 35 gedauert und Tokenfenster hat scheinbar ausgereicht und das alles mit dem kleinen Model und Qwen 3.54b ist jetzt schon relativ klein, aber die Ausgabe, die er gemacht hat, ist auf jeden Fall für diesen Fall absolut umfänglich super. Das bedeutet, wenn ihr damit arbeitet, und das ist jetzt mehr oder minder ein Live-Test, macht es schon durchaus Sinn, so ein Model, selbst wenn ihr nicht viel mit KI machen wollt, es gibt ja auch viele, die sich noch ein bisschen dagegen wehren, sage ich mal, oder nicht zu viel damit machen wollen, was durchaus verständlich ist und seine Berechtigung hat, aber ihr könnt KI ja immer noch benutzen, um die Qualität eures Codes, eure Ausgabe zu erhöhen. Was meine ich damit? Zum Beispiel eure Coding-Qualität, dass das Naming konsistent ist. Einfach mal prüfen lassen. Das ist ein Prompt, dauert vielleicht 5 Minuten und dann ist das ganze Projekt geprüft, ob euer Naming konsistent ist. Oder ob ihr vielleicht gewisse Richtlinien nicht eingehalten habt, ob ihr eure eigenen Coding-Guidelines nicht eingehalten habt. Oder vielleicht auch andere Sachen wie Dokumentation. Dass ihr einfach mit einem Prompt sagen könnt, hey, ich habe hier eine Klasse XY und die macht folgendes, bitte schreib mir eine Dokumentation dafür. Und innerhalb von 1-2 Minuten habt ihr eine vernünftige Dokumentation.
Oder wenn ihr Sachen übersetzt haben wollt oder teilweise übersetzt haben wollt, gebt immer den Hinweis, dass ihr vielleicht AI übersetzt habt, so wie wir es mit den Videos machen. Wenn wir die in Englisch haben oder auch in anderen Sprachen, dann sind die AI übersetzt. Aber damit könnt ihr das trotzdem für mehr Leute wieder zugänglich machen. Open-Source-Projekte, die README-Datei. Wie oft gibt es wirklich gute Projekte, die einfach eine scheiß README-Datei haben und du nicht mal weißt, was die überhaupt von dir wollen oder was diese Tools eigentlich machen. Und deshalb ist es wirklich gut, wenn ihr da dann einfach mit einem Prompt sagen könnt, hey, beschreib mal kurz das Projekt. So, jetzt haben wir die Grundstruktur aufgebaut und was wir jetzt tun, ist erstmal wieder in Unity reingehen. Und was wir jetzt wollen, ist einmal, dass wir über die Edit Preferences, ziehen wir uns mal hier rein, haben wir External Tools. Hier in meinem Fall ist Rider schon ausgewählt. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier eine Script-Datei öffnen, dann öffnen wir eine Rider-Datei. Also dann öffnet sich Rider automatisch, das heißt, Rider ist hier an der Stelle schon ausgewählt. Was wir jetzt tun können, ist unter Core einfach eine neue Datei erstellen, Create, und hier sagen wir Mono Behavior Script und nennen das jetzt App. Die Datei heißt jetzt app.cs, die Dateiendung sehen wir hier nicht, sollte aber klar verständlich sein. Und diese Datei ist für uns, für unsere Struktur, wie wir das jetzt aufbauen, essentiell, denn in dieser Datei beschreiben wir, wann was geladen wird zum Start. Die öffnen wir jetzt mit Doppelklick und sehen da, wir haben Rider. Auch in Rider haben wir jetzt hier auf der linken Seite unsere Projektstruktur. Wenn ihr Rider zum ersten Mal benutzt oder Rider vorher vielleicht auch schon mal benutzt habt oder jetzt das erste Mal wieder installiert habt seit langem, das Design ändert sich gefühlt alle halbe Jahr aktuell bei Rider. Ich habe jetzt alles nach der Installation hier im Standard gelassen. Das hier ist auch extra unser Windows-PC. Der ist jetzt nur für die Tutorials mehr oder minder da. Deshalb an dieser Stelle haben wir alles neu installiert, damit ihr eben das gleiche Feeling habt wie wir sozusagen. So, was ihr jetzt hier seht, ist Standard eine Unity-App-Datei, die wir erstellt haben. Was wir hier jetzt aber zuerst tun, ist auf Documents und gehen jetzt in die Coding Guidelines. So, gehen jetzt hier hoch und jetzt gucken wir uns einmal ganz kurz die Coding Guidelines an, was hier eigentlich definiert ist und warum das bis zu einem gewissen Grad relevant ist. Eine Sache vorab. Es gibt verschiedene Studien dazu, auch jetzt jüngst wieder eine, dass je mehr Informationen ihr vorher fest definiert und reingebt in euren Agent, also zum Beispiel über diese Coding Guidelines oder über die Agent-MD oder über die Claude-MD, das spielt an der Stelle keine Rolle, wo, je mehr ihr vorgefertigt reingebt, desto schlechter, zumindest wenn es AI generiert ist, desto schlechter ist euer Ergebnis. Bedeutet, also wir gehen hier von einzelnen Prozentzahlen, also von 4 bis 5% schlechter. Wenn ihr das aber gut schreibt, dann ist es wieder 4 bis 5% besser. Das heißt, wenn ihr solche Guidelines macht oder die Claude-MD-Datei macht, dann schaut, dass sie wirklich gut, kompakt und klein ist. Diese Datei ist jetzt relativ groß, weil die sehr viel Input beinhaltet. Und wichtig ist an der Stelle, diese Datei soll nicht immer angesprochen werden. Deshalb liegt die auch nicht einfach in der Claude-MD oder ähnliches, sondern ist das eine extra Datei. Wenn ihr ein neues Feature machen wollt oder wenn ihr etwas an eurer Struktur verändern wollt, dann könnt ihr Claude direkt sagen oder eurem lokalen LLM direkt sagen, bitte schau in die Coding Guidelines, passt das alles? Oder ihr könnt Zwischensteps machen, könnt sagen, hey, guck in die Coding Guidelines, ist das gut so, wie wir das machen? Und genau deswegen gehen wir jetzt einmal kurz durch, dass man ihr einmal selbst eine Übersicht hat, worum geht es hier eigentlich, was sind die Coding Guidelines oder was wollen wir hier definieren? Erstmal ist ganz grob das Architekturprinzip erklärt. Es gibt also die App-Datei, das ist die, die wir gerade erstellt haben, und die macht nichts anderes, außer eine Reihenfolge festzulegen, wann welcher Service bzw. wann welcher Manager geladen wird. Richtig, wir arbeiten mit Services und Manager. Um euch da mal abzuholen, dass wir wissen, wovon wir reden, und auch hier an der Stelle gleich Vorsicht, das Naming ist elementar. Zuerst haben wir die Bootstrap-Datei. Das ist die App-Datei, die wir gerade schon mal leer erstellt haben. Das ist die wichtigste, denn die wird am Anfang geladen und gibt an, was als nächstes passiert. Diese App definiert erstmal, dass wir die Services laden. Services sind Dienste, die bei uns immer laufen, also die elementar sind für den Bestandteil der App. Das heißt zum Beispiel der Configuration Service, der also erstmal lädt, welche Log-Level haben wir überhaupt? Gibt es Netzwerkadressen, die für uns relevant sind? Also alles, was in so einer Config-Datei drinsteht, was für uns relevant ist zum Start. An nächster Stelle kommt zum Beispiel der Log-Service, also der dann Log-Dateien schreibt, der Logs halt abfängt und damit irgendwas macht, was auch immer ihr damit macht. Wir zeigen dann, was unser Log-Service für euch macht. Und dann haben wir vielleicht noch sowas wie einen Netzwerk-Service, also jemand, der sich dann mit einem Server connectet, wenn die App eben Netzwerkdienste benutzt etc.
Neben den Services oder an nächster Stelle in der Hierarchie sozusagen gibt es dann die Manager. Wenn also die Services geladen sind, werden die Manager geladen. Da kann es sein, dass es eine Abhängigkeit gibt der Manager untereinander, also dass es gewisse Manager zuerst geben muss, bevor es andere gibt. Das können wir dann hier an der Stelle definieren. Ansonsten laden wir einfach alle, wie sie sind. Im Regelfall sollte man versuchen, dass Manager untereinander keine Abhängigkeit haben. Nehmen wir mal das anhand von einem Spiel, ein Beispiel. Wir wollen vielleicht einen Enemy Manager haben. Das ist jetzt nur sehr versimplifiziert, also roastet mich nicht gleich in den Kommentaren, okay? Und dann haben wir aber vielleicht noch ein Customer Manager, weil wir ein Shop-System haben, wo wir auch Sachen verkaufen können. Wir können mit dem Customer arbeiten, ohne dass wir einen Enemy brauchen. Und umgekehrt genauso. Und deshalb brauchen wir keine Abhängigkeit. Auch wenn beide vielleicht wiederum abhängig sind von einem Humanoid Manager oder ähnliches. Also nur um das mal klarzustellen, wir wollen versuchen, es so modular wie möglich aufzubauen. Das nächste in der Liste sind UI-Controller. UI-Controller machen nichts anderes, außer UI-Controls weiterzugeben oder zu sagen, hey, wir haben hier jetzt eine Anzeige, da steht Gold drin. Wir wollen also dieses Gold aktualisieren, was in der Anzeige drin steht. Oder wir haben hier einen Button und jetzt wurde der Button A geklickt aus dem UI B. Diese Informationen, die bearbeitet der UI-Controller. Was haben wir jetzt für einen großen Vorteil? Wir können zum Beispiel Manager laden und können UIs extra laden, ohne dass der Manager bereit sein muss. Das kann zum Beispiel sein, wenn ihr einen Manager habt, der braucht einfach länger zum Laden. Das UI per se ist aber vielleicht schon vorgeladen. Das heißt, das UI würde ja, wenn es einen Manager braucht, noch gar nicht laden können, wenn der Manager nicht da ist und umgekehrt. Auch ein Vorteil gerade in Unity ist zum Beispiel, ihr könnt Szenen aufteilen und könnt die dann asynchron laden. Also ihr könnt zum Beispiel erst eine Manager-Szene laden oder eine spezifische Manager-Szene laden und danach könnt ihr die UI-Szene laden. Oder ihr könnt das UI auch gezielt mal entladen oder ändern zum Beispiel. Auch wieder ein großer Vorteil ist, ihr könnt Sachen austauschen, solange ihr euch an gewisse Regularien haltet, wie die eben verbunden sind. Und dazu kommen wir jetzt. Verbunden sind die Sachen nämlich über ein Event-System. Wie genau das funktioniert, das werde ich euch erst im nächsten Video zeigen, aber ein grober Ausblick schon mal. Wir haben also ein System, das Nachrichten empfängt und weitergibt. Also man kann sich registrieren, also subscriben, und man kann eine Notification reinschicken. Bedeutet, ihr habt zum Beispiel einen Level Manager. Dieser Level Manager schickt regelmäßig, wenn sich irgendwas tut, also zum Beispiel Erfahrungspunkte verändern oder wenn sich die Level verändert, schickt er die Information mit einem gewissen Namen, also zum Beispiel Level Up Event, schickt er die zum Event Manager. Das Event wäre Quatsch an der Stelle, also einfach Level Up, schickt er zu dem Event Manager. Jetzt hat das UI, das die Level anzeigt, hat sich registriert bei dem Event Manager und sagt, hey, immer wenn es ein Level Up Event gibt an der Stelle, dann möchte ich bitte, dass du mir diese Informationen gibst. Und dass der Controller selbst sagt einfach, es gibt eine Funktion, die genau dann ausgeführt wird, wenn das passiert. Also, Level Manager sagt, hey, Level Up 5. 5 ist die Level, die wir mitgeben als Parameter. Und der Event Manager greift jetzt auf allen subscribeden Event-Händler zu und sagt zum Beispiel dem UI, hey, es wurde jetzt ein Level-Up-Event geschmissen mit dem Wert 5. Und das UI weiß jetzt, es gibt ein Level-Up und der neue Wert ist 5 und kann dementsprechend 5 anzeigen. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, boah, das ist ja völlig overengineert, das braucht man gar nicht. Doch, wenn ihr nämlich zum Beispiel etwas habt, was relativ häufig aktualisiert wird oder im Gegenzug etwas, was sehr selten aktualisiert wird, dann habt ihr den enormen Vorteil, ihr habt eine Push-Information. Das bedeutet, Informationen werden nur verändert, wenn sie wirklich gepusht werden, also wenn es eine Veränderung gibt. Anders müsstet ihr ja im UI jeden Frame abfragen, hey, hat sich der Levelwert verändert? Das heißt, ihr müsstet jeden Frame die Information vom Manager neu laden und neu rendern. Das ist super, wenn ihr nur ein Mini-Projekt macht etc. Aber so wie das größer wird, ist das sehr, sehr schlecht und wird halt so sehr viel Overhead an der Stelle. Und damit seid ihr bei so einem Eventsystem fein raus. Der nächste Riesenvorteil ist, das UI muss den Manager nicht kennen. Es ist völlig egal, woher diese Information kommt, dass es ein Level-Up gab. Das UI wird das empfangen. Und dem Event-Manager ist völlig egal, welches UI anfragt, der wird immer die Information raussenden. Und solange ihr die Parameter und den Eventnamen gleich haltet, dass ihr die gleichen Typen behaltet, solange ist es auch völlig egal, wer abfragt und wer reinsendet. Und damit habt ihr eine sehr große offene Schnittstelle, ähnlich wie eben eine Schnittstelle bei einem Server, also wie eine REST-API-Schnittstelle, sehr, sehr versimplifiziert gesagt, und könnt damit dann arbeiten. Das war jetzt ein bisschen sehr viel auf einmal, deswegen gehen wir etwas schneller jetzt über den restlichen Kram durch, aber mir ist es sehr wichtig, dass ihr die Struktur insgesamt von diesem Projekt versteht.
Wir sehen jetzt hier also ein paar verschiedene Key Rules. Wir sehen uns, wie dein Mono-Behavior aufgebaut ist. Das sind hauptsächlich Unity-Sachen. Auch wie wir Sachen strukturieren wollen. Also, dass wir zum Beispiel Manager haben, die eine Basisklasse haben, die ein Interface haben. All das kommt in den nächsten Videos. Das wird hier alles nochmal genau beschrieben. Der Service Layer, das ist das, was ich euch gerade beschrieben habe. Genauso wie der Management Layer und die verschiedenen Kategorien hier. Also, dass es zum Beispiel Business-Logik gibt oder System-Logik gibt an der Stelle. Dann das Controller Layer UI. Und so weiter. Also so geht das bis nach unten weiter. Das Event-System ist auch das, was ich gerade beschrieben habe. Und an der Stelle sehen wir dann zum Beispiel noch das UI-Toolkit. Denn ja, wir arbeiten bei Unity hauptsächlich mit dem UI-Toolkit, denn alles andere ist ja ziemlich outdated an dieser Stelle schon. Und hier haben wir zum Beispiel klare Vorlagen, wie ein UI-Toolkit aufgebaut werden soll. Also es gibt ja verschiedene Dateien. Es gibt das, wie zum Beispiel ein Style-Sheet oder das UI-Dokument. Und die müssen eben, da muss die AI eben wissen, wie die miteinander harmonisieren oder wie die miteinander funktionieren. Und deswegen geben wir einmal vor, wie die aufgebaut sind. Wir sagen einmal, wie wir das Naming machen, also in den Variablen. Und dadurch kann die AI dann noch relativ gutes UI. Vom Design reden wir an dieser Stelle nicht. AI-Coder sind auch nur Coder. Die haben es nicht so mit Design. Damit können wir das relativ gut umsetzen. Natürlich sind auch einfache Sachen wie Naming Conventions hier eingetragen. Die könnt ihr natürlich nach Belieben ändern. Auch hier gerne auf unseren Discord kommen, einfach mit uns kommunizieren. Was findet ihr gut, was findet ihr schlecht? Es gibt hier kein Perfekt, das ist auch ganz wichtig. Ihr werdet gerade im AI-Bereich jede Woche Informationen bekommen, wenn nicht sogar jeden Tag, dass es irgendwas Neues, Krasses, viel Besseres gibt. Nein, es gibt nicht perfekt. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und ganz oft lohnt es sich nicht, wegen 1% vielleicht besseren Ergebnissen seine ganze Struktur umzubauen. Also baut für euch selber Step by Step eine Struktur auf. Das hier von uns ist nur eine Vorlage. Ihr könnt die benutzen, müsst ihr natürlich nicht. Und dann habt ihr eine gewisse Grundlage und versucht mit der zu arbeiten und die Step by Step zu verbessern. Denn was viele euch suggerieren wollen mit dem, ja, dann könnt ihr mit einem Prompt und Agents ganz einfach komplette Apps bauen. Nein. Wenn jemand das behauptet bei euch, dann soll er bitte eine App einmal zeigen. Die soll nur einmal eine App zeigen, die wirklich so gebaut worden ist. Und einmal Logs oder ähnliches zeigen, was die KI getan hat oder die Agents getan haben, um auf diesen Punkt zu kommen. Und wie viel Interaktion wirklich nötig war, um diesen Punkt zu bekommen. Wenn wir das gesehen haben, dann können wir darüber diskutieren. Bis dahin glauben wir nicht daran, bitte. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen einmal herunter, dass wir die Dateistruktur sehen. Das ist ja das, was er eben ausgelesen hat. Also er hat in diesem doch recht großen Dokument diese Struktur gesehen und das ist auch genau die wir angegeben haben, was wir haben wollen. Und hier ist auch für euch nochmal beschrieben, was genau wohin soll. Hier unten dann nochmal die Quick-Referenzen, die könnte man vielleicht auch oben hinschreiben. Einfach nur, wann ist was zu nutzen. Das ist auch nochmal wichtig für die KI, damit die damit einfach klarkommt. Okay, der wichtigste Grundstein ist so also gelegt. Was wir jetzt noch tun können, ist, wir gehen einmal auf das GitHub-Repository von dem Unity MCP-Server und den könnt ihr hier downloaden. Wie gesagt, der Unity MCP-Server ist ein Package, das ihr in Unity installiert. Das könnt ihr euch installieren, geht einfach Step by Step durch, ist wirklich gut erklärt, es wird auch aktuell gepflegt. Das machen wir jetzt einmal gemeinsam. Dazu gehen wir einfach einmal hier runter. Und hier seht ihr unten, wie man das Ganze macht. Also Window, Package Manager und dann Plus. Dazu nehmen wir den Code hier einmal an der Stelle, beziehungsweise die URL. Gehen jetzt nochmal in unser Unity. Wichtig, wenn ihr GitHub installiert habt, während ihr Unity offen habt, also Git installiert habt, während ihr Unity offen hattet, müsst ihr Unity einmal neu starten oder vielleicht sogar den ganzen Rechner einmal neu starten, damit die Environment-Variable von Git eben funktioniert. Was wir jetzt tun, ist hier oben auf den Window, dann gibt es hier den Package Manager unter Package Management. Da klicken wir drauf, den machen wir mal ein bisschen größer. Machen wir mal noch ein bisschen größer. Und dann können wir oben auf das Plus klicken. Und hier sagen wir Install Package from Git URL und fügen da das, was wir gerade kopiert haben, ein und klicken einmal auf Install. Das dauert jetzt einen Moment. Wenn ihr es installiert habt, dann bekommt ihr hier eine Information, also MCP for Unity Setup. Das ist dann extra schon so ein Setup-Guide. Der sagt dann, hey, Python muss installiert sein, UV Package Manager muss installiert sein. Ist das nicht installiert, dann könnt ihr das Ganze hier Step by Step einfach machen. Ansonsten klickt ihr auf Done. Und dann seht ihr auch hier oben unter Window und dann habt ihr MCP for Unity und da könnt ihr einmal Local Setup Window oder einfach Toggle MCP Window anklicken und hier seht ihr jetzt das Ganze, den Server sozusagen. Das ist wichtig, das müsst ihr tun, denn hier müsst ihr jetzt sagen, wo dieser Server laufen soll, also auf welchem Port und welche URL das Ganze haben soll, also in dem Fall ja Localhost. Und dann könnt ihr den Server einmal starten über Start Server. Ja, müssen wir einmal bestätigen. Läuft hier so ein Befehl durch. Da installiert er nur die Dependencies und startet das Ganze. Das Konsolenfenster bleibt jetzt auch offen, das können wir klein machen. Und jetzt sehen wir unten noch die Client Configuration, da können wir jetzt verschiedene Konfigurationen machen. Hier können wir bei Cloud Code draufklicken zum Beispiel.
Dann können wir auf Browse klicken und im Regelfall ist der unter diesem Pfad, also C, wenn das eure Hauptfestplatte ist, dann Info ist jetzt bei mir der Benutzername, das heißt, da muss euer Benutzername rein, Local Bin, da gehen wir einmal rein und hier ist die Cloud-Exe. Da klicken wir einmal auf Öffnen, dann klicken wir auf Configure. Dauert jetzt ein Momentchen. Jetzt sagt er, jo, hat alles gepasst. Und das war's dann. Jetzt sind wir eingerichtet an der Stelle und damit funktioniert das Ganze. Also jetzt können wir Claude sagen, hey, benutze den Unity MCP Server, um Dinge umzusetzen. Im Normalfall macht er das automatisch, aber so weiß er schon mal Bescheid, dass er das benutzen kann. Das können wir wieder schließen, das Fenster, und ab jetzt sind wir bereit, mit Claude auch direkt mit dem MCP-Server zu arbeiten. Und da spielt es jetzt keine Rolle mehr, ob wir das Ganze mit dem lokalen Model machen oder so, denn wir haben ja Claude Code und im besten Fall jetzt nochmal einmal über Exit raus, dann das Ganze nochmal starten und jetzt kann man über /mcp sehen wir jetzt an der Stelle, Unity MCP wurde connected. Das haben wir ja gerade in Unity direkt drin gemacht. Das bedeutet, wir können jetzt an der Stelle direkt mit Unity arbeiten, Unity verschiedene Dateien erstellen lassen und können hier im nächsten Video weitermachen. So, das Ganze war jetzt ein bisschen viel Theorie, ich weiß, aber die Theorie ist wirklich wichtig, denn wenn ihr diesen Einstieg, dieses Fundament hier habt und damit jetzt Step by Step mitmacht, ein bisschen weitermacht und wir zeigen euch, wie man damit eben komplette Projekte umsetzt, dann habt ihr wirklich ein gutes Fundament, eine gute Basis, sehr viel schneller mit KI zu werden, trotzdem eure eigene Abnahme sicherzustellen und auch sicherzustellen, dass die Qualität, die hinten rauskommt, eben kein One-Prompt-Shot ist mit einer 50-50 Chance, ob es überhaupt irgendwie bedienbar ist, geschweige denn von Security oder anderen Sachen, da wollen wir gar nicht von reden, sondern wirklich die Vorteile von KI und KI-Agents zu nutzen und das in eurem Projekt vernünftig umzusetzen. Im nächsten Video erstellen wir also die Bootstrap-Datei, genauso wie die ersten Services, Manager und einen Controller, um euch das ganze Prinzip einmal zu zeigen und damit ihr auch versteht, wie das Prinzip aufgeht. Wenn ihr schon eine Idee habt, was für ein Spiel genau wir damit umsetzen sollen, schreibt es doch einfach unten in die Kommentare. Vielleicht sind ja 1, 2 gute Ideen dabei, die wir dann umsetzen können. Und dann können wir einfach gucken, dass wir kleine bis mittelgroße Spiele mit diesem Prinzip einmal umsetzen. Das Ganze ist natürlich Open Source, das heißt dieses Projekt und auch die Projekte mit den anderen Engines, denn wir machen auch Videos für Godot und für Unreal, findet ihr alles dann unten in der Videobeschreibung. Da habt ihr dann ein großes Repository, wo eben genau diese Projekte drin sind und da könnt ihr das Ganze dann live mitverfolgen. Freut euch also darauf, im nächsten Video das Fundament für euer nächstes großes Projekt festzulegen und gemeinsam mit uns das Bestmögliche aus eurem AI-Agent und euch rauszuholen. Ich würde noch gerne sowas sagen wie kein Blabla, wir zeigen euch, wie es wirklich geht. Oder hier findet ihr nicht den AI-Slop, den andere machen. Kein One-Prompt-Scheiß, aber das kommt in anderen Videos. Ich glaube, das reicht. Nein, das sagen wir nicht. Nicht schmatzen, nicht atmen. Dann wird alles gut. So. Jetzt muss ich mal kurz durchatmen. Hat mich schon wieder ein bisschen warm gequasselt. Und deshalb kann ich Ryder auch wirklich wärmstens Gewissens. Was ist denn da? Was ist da verkehrt? Besten Gewissens, mein Gott. Zwischendrin das Atmen nicht vergessen. Solange es nicht über eure eigenen Server läuft. Wenn wir nun die Environment-Variable setzen, oh mein Gott, das kann ich nicht so sagen. Environment ist, dass ihr wisst, wovon ich rede und ihr wisst, wovon ich rede. Ihr wisst, wovon ich rede und ich weiß. Ne, ist auch komisch. Jetzt fängt es an, gaga zu werden wieder.